Access! Was? You have no idea what you have done. Ja, doch, ich glaube, ich habe eine Idee, was wir getan haben, Solus. Solus? I know what I did. I stopped you from destroying the world. I was not destroying the world. When you disrupted my ritual, the magical energies pulled me here, into the Fade. Okay, so that's why you're here. But why am I here? Your physical body is unconscious, but you shed a few drops of blood at the ritual site. Enough for a tenuous connection. Blood magic. Firstly, I abhor the use of blood magic. Secondly, had I the power to control you, I would already have used it. Ich würde sagen, nach schön sprecht. Alright, you brought me here to talk. What are we talking about? The Evanurus, or as you would call them, the Elven Gods. The creatures that escaped. In ancient times, they ruled the elves, but that was not enough. They sought not just to be obeyed, but to be worshipped. When I rebelled, they drew on the horrific magic of the Blight, corrupting all they saw until I trapped them. Thanks to you, though, I am now trapped. And the blighted Elven Gods. Das habe ich mir gedacht. Warum sollte ich euch glauben? How am I supposed to trust anything you're saying? You saw them escape from my prison. I also saw you bringing down the veil. I had a plan. Varric always said you'd have a big explanation for why none of this was your fault. Varric? Yeah, he said that's your style. Never quite lies, clever half-truths that let you convince yourself you're doing the right thing. Und deswegen mag Varric ihn auch so, weil das bei Varric auch so ist. Varric is quite practiced at shading the truth himself. So those things that got out, you said they were gods? They said they were gods. Blighted, tyrannical, sadistic gods. It took all my power to imprison them millennia ago, but I am certain you will be fine. Nach einer Kampfansage. Verdammt richtig. We stopped you. We'll stop them. I had a ritual dagger of pure lyrium. My network of mirrors could take me from the lighthouse across the world in moments. Right now, you seem to have neither. Do you intend to knock over a statue during their ritual? Well, I don't intend to take advice from the elven god of lies. Quite right. Elganan and Gillanane are your Du hast Solas Warnung selbstsicher zurückgewiesen. Ist ja fast ein Telltale-Game hier. Why tear down the veil? To listen. No! No idea what you have done. This is your responsibility now. Well, Erlebt. who's still with us? Varric, you're okay. But I saw Solus stab you. You fell. Trust me, kid. I've had worse. It'd take more than a flesh wound to stop me. Das ist bestimmt so eine magische Wunde, ne? Die wir irgendwie heilen I'll be müssen. making it out to the field anytime soon, though. Aber wenn du mir ein Beispiel nennst, dann bitte mit Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde, Planetenkonstellation, Sternbild und Winkel der Galaxien zueinander, eine Galaxie zum Sonnensystem als Fixpunkt. Nee, so wichtig ist es mir dann auch nicht. Recht zu haben. What happened? Remember how you said that Chuckles wasn't going to listen, Rook? Oh, turns out you were right. The plan did go a little wrong. Yeah. Harding got everyone out. By the skin of her teeth, mostly. Before you start worrying, Nev will be fine. Doch, She's Nev. apparently Okay. a lot tougher than both of us put together. Or, at least, she's a lot tougher than me. Also nicht Neve, sondern Nev.
Ja, komm gleich raus mit der Wahrheit. Varric, when we stopped the ritual, something else got out. Something even Solus is afraid of. You've got this, Rook. World's not flooded with demons right now. Because you stopped Solus, not me. Varric, even so, I need you to... Rook, you've got this. I've seen your work. Like the time you disobeyed orders while taking down that Venatori slavery ring. There's a reason I dragged you into this whole Solus mess. You're clever, adaptable, and you don't know when to quit. Rook, look who's awake. I've been searching the place for Lyrian potions. Weil die dich geblendet hat, kommst du aus gesagt, stoppen, wurde sie Not verwundet. at all. I was just about to have a look around. Oh, be careful if you go outside, Rook. It is a long way down. The Illuvian led us into something, and it's in the Fade. Because that's what we needed. The dream world. Then I really need to look around. Can't hurt. In theory. And we need to talk about our next move. Maybe find Harding? She went outside somewhere. There's a table in the central area here. I'll meet you both there. Go ahead, Rook. Me, I need to sleep. See you later, kid. Ich habe kein gutes Gefühl, was Varric angeht. Ich glaube, das ist bestimmt so eine magische Wunde, wie die Frodo vor den Nazgul abbekommen hat. I wish I could be out there with you, Rook. Just be careful, all right? Kann man schon die Optik anfassen, ne? Ja, okay. Der Leuchtturm war einst ein Ort des Lernens voller Hilfsmittel, um die Geheimnisse mächtiger Magie zu ergründen. Als Solus gegen jene rebellierte, die sich selbst als unsere Götter bezeichnen, wurde der Leuchtturm zu einem Stützpunkt voller Hilfsmittel, um Möglichkeiten zu ergründen, uns von der Tyrannei der Evanuris zu befreien. Ihr alle, sowohl jene aus Fleisch und Blut, als auch jene aus dem Nichts, seid hier sicher. Jeder, der mithelfen will, ist willkommen. Die Magie des Leuchtturms wird eure Bedürfnisse stillen, für euer Wohlbefinden sorgen und euch sogar dabei helfen, fremde Sprachen zu verstehen. Was insbesondere für jene wichtig ist, die aus weit entfernten Teilen des Reichs hierher geflohen sind. Solltet ihr noch etwas anderes brauchen, stehe ich euch gern zur Verfügung. Zur Seite, fragt einfach nach dem langsamen Pfeil. Fellasan. Okay. Da ist der runde Tisch, von dem sie gesprochen hat. Ja, hier wird es bestimmt auch so Stück für Stück mehr aktivieren, denke ich mal. Wow. Rook, you're awake. And we're... In the Fade. This is where people come when they dream, but dwarves don't dream. And somehow I'm here. Yeah, it's unreal. Nev thought we should talk about what to do next. We should. But maybe look around a little. We might be here a while. Level 2. Jawohl. Okay. Also wir wollen ja nach da. Das ist das Ziel. Wir müssen Level 20 sein und wir müssen einen Weg dahin freigeschaltet haben. Gucken wir mal.
Kernfähigkeiten, Krähe von Antiva. Okay, wir hätten auch eine Krähe von Antiva sein können. Okay, mal gucken, was haben wir denn hier alles? Also Kernfähigkeiten. Erhaltung entfesselt die elementaren Kräfte des Infernos, um Gegner zu verbrennen und ihnen kontinuierlich Schaden zuzufügen. Legt den Schwerpunkt darauf, Gegner zu schwächen und ihnen kontinuierlich Schaden zuzufügen. Nutzt Stabangriffe. Also der Orb ist also quasi das Messer, okay. Meist die elementaren Kräfte des Winters, um Gegner einzufrieren und aufzuhalten, während gleichzeitig deine Verteidigung gestärkt wird. Legt den Schwerpunkt darauf, das Schlachtfeld durch präzises Timing und Gegnerpositionierung zu kontrollieren. Entfesselt die elementaren Kräfte des Sturms, um deinen Gegner blitzschnell zu schocken. Okay, was haben wir denn bei den Kernfähigkeiten erstmal? Nichtsschlag. Kreis, Kreis, dann Viereck, Dreieck. Nutzt deine Geschwindigkeit, um aus einem Schritt ins Nichts heraus einen mächtigen Angriff mit einer beliebigen Waffe auszuführen. Ah, okay. Schalte außerdem einen zusätzlichen Folgeangriff während des Sprintens frei, wenn du Viereck, Viereck oder Dreieck, Dreieck drückst. Okay. Geistschlag. L1 halten, dann Dreieck antippen. Verbraucht man für 50 Mana, um eine Schockwelle 6 Meter weit in alle Richtungen zu schleudern. Versucht Schaden auf Basis deines ausgerüsteten Stabs. Tödliche Konzentration. Du hältst einen Fernkampfangriff aufrecht, steigst der verursachte Schaden mit der Dauer, der Angriff aktiv ist. Das ist auch nicht schlecht. Aber gut. Was brauchen wir hierfür? Weiterer Fortschritt erforderlich. Okay. Ja gut. Ich würde aber sagen, wir wollen ja auf jeden Fall in die Richtung hier. Ne? Wir wollen ja auf jeden Fall zur Klingenmagierin. Deswegen gehen wir erstmal hier auf den Nichtsschlag. So. Und von da gucken wir dann weiter. Oh, wir haben ja noch mehr Punkte. Oh, cool. Cool. Moment, wir haben noch Punkte. So, was haben wir hier? Herabschussen. Viereck, Dreieck in der Luft, Schwungangriffe garantieren kritische Treffer, wenn das Ziel zu Boden geworfen ist. Mana-Generation setzt nach einer durch Mana-Verbrauch oder erlittenen Schaden veränderten Pause 25% schneller wieder ein. Und das ist natürlich nicht schlecht. Das nehmen wir mit. Kettenblitz. 130 Elektrizität bewirkt den Status überwältigt. Glossar. Überwältigt, Ziel allein zusätzliches Straucheln. Okay. Das ist gut, weil dann können wir sie damit auch zu Boden werfen wahrscheinlich. Ja, nehmen wir erstmal, wir können ja auch respecken, weiß ich. Nehmen wir das hier erstmal noch mit. So. Okay. Okay, hier kann man sich quasi alles nochmal durchlesen zur Welt, wenn man das möchte. Gut. Mit Dings markierte Inhalt werden irgendwann ablaufen, wenn du Fortschritte machst. Okay. Moment. Ach da. Neff und Harding. Das machen wir natürlich. Das Sprechen. It wasn't supposed to go this way. What do we do now? What do we do? Harding? Oh, hey, Rook. How's it going? Did you ever find places like this chasing Solus with Varric? Not exactly. But with Solus, it was always about the Fade, or the Veil, or some other in-between place. Varric always hated it, though. At least this place feels different. Maybe safer? Alles in Ordnung? Harding, are you doing all right? I don't know. Are you? Is anyone?
Anyway, doesn't matter how I'm doing. What are we gonna do about this mess? We were going to go back through the Illuvian, right? Let's start with that. As soon as we can. You know you can take some time to just... Now you sound like Varric. Varric and I started this. And I can't stop. Not now. Don't ask me to. So, come get me when you're ready to go. Alright? Yes, ma'am. Wird gemacht. So, hier drüben war Neff noch. Warte mal. Test. Okay, kann man rüber. Ich dachte, jetzt machen sie das als Hindernis, das wäre lustig gewesen. Verblasste Mitteilung. Seht euch diesen Ort an. Wir haben hier einst eine Rebellion geplant. Wir wollten die Zukunft der Elfen verändern und die Tyrannen stürzen, und das haben wir getan. Jetzt ist der Weg nach draußen zerbrochen. Es wird hart, all die Illuvian wieder in Betrieb zu setzen. Solus, falls ihr das hier seht, ich werde euch suchen in dieser Welt und bei den Sterblichen. Macht nicht zu viel Ärger, bis ich da bin. Um die Passage in der Bibliothek zu öffnen, müssen sich 3 Paare Angesicht zu Angesicht begegnen. Kann man das hier schieben? Kann man das hier auch schieben? Ja. Drei Paare. There must be 2 more. Okay. Ich denke mal, man kann es wahrscheinlich jetzt noch nicht lösen. Doch. Kann man. Aber da drüben ist einer, ne? Wahrscheinlich so. Was haben wir hier noch? Warte. Der muss darüber gucken. Ach komm, wenn wir gerade schon dabei sind, machen wir das doch gleich. Wenn wir es denn schon können, schauen wir mal. So, hier ist Neff. Wisps. Figures are in the fate, but I swear they're following me. You alright? Strange place you've fallen into, but I'll work with it. You know me. Do I? We're both shadow dragons and both from Minrathous. Maybe our paths haven't crossed, but I know our work has. I made a call that got you injured right after we met. I'll be fine. You trusted me for the job, and I delivered. That's what counts. If we're stuck in this, let's hope you can trust me again. Why wouldn't I? Shadows stand together. That's the idea. Cross your fingers it works out for us. You take a lot of notes. What about? Lately, what we know, or knew, before Solus changed the game. And it's... Not much. I'm sure Lace would hate to hear that, but one step at a time. Nein, ich hab mich verheddert. So. Wir kriegen das schon hin. We'll figure this out. I'm sure of it. Really? Do you know something I don't? No, we just... Well, we have to, right? Yeah, that's the job. Okay, es kann sein, dass wir das eventuell gerade noch nicht lösen können mit den Startuhren. Weil die andere ist hier hinter.
Oh Gott. Ah, Moment. Aha. Ich dachte, ich bin gerade in meinen Tod gesprungen, aber bin ich nicht. Über göttliche Imperative. Der Helm von Solar ist zerstört. Elganans Lieblingsfolter hat ein Ende. Zu viele wurden gerettet, deren Geist durch die Erinnerung an eine erzürnte Sonne ausgebrannt worden war. Hierin liegt eine Lektion. Der Helm wurde nicht geschaffen, um zu quälen, aber die Evanuris sind anders als wir. Die Überlegungen eines Gottes transportieren einen eigenen Willen, eigene Imperative. Die Erinnerung sickert in ihre Symbole und verwandelt sie, so wie Feuer zu Feuer führt. Und bei unserem Wolfsherren, der so viel von sich selbst in seiner Schöpfung steckt, welche Imperative sind es bei ihm? Das Herz der Rebellion muss verborgen bleiben, doch das Licht der Göttlichkeit lässt sich nicht eindämmen. Wir müssen schnell sein. Ein Gedanke bleibt. Wenn er uns rettet, was vermittelt er uns? Gedanken von Shiran, der dem Derntal abgeschworen hat. Sehr gut. That's the second. One more to go. So, jetzt müssen wir irgendwie da noch hinkommen. Gucken, jetzt hier rein, ja. Ein Speisesaal, sehr gut. Da kann man auch hin. Eine Kiste, ein bemalter Topf, sehr gut. Kaiserliches Tuch. Ich finde es ein bisschen albern, dass da jedes Mal steht, du betrittst ein neues Gebiet. Anmerkung zu Einern behütere. Hä? Diese Anmerkungen weisen in einer Ecke verschmierte Farbe auf. Waren sie schon immer hier? Es gibt ein Wesen in der Kreuzung, die nicht einmal die Weisen kennen, obwohl die Ältesten jedes Gebiet zu ihrem eigen machen. Jetzt gehört diese Behütere mit Sicherheit hierher. Anmerkung zu Einern behütere. Ist das Deutsch? Ich frage mich, wie wir wohl für sie aussehen. Bedürfnisse sind ein Gerüst und die Nöte der Lebenden erheben sich ständig darauf oder fallen herab. Hunger, Durst, Schlaf, man stelle sich ständige Kakophonie für jemanden vor, der für so etwas empfindlich ist. Oder sehe ich das zu einfach? Bedürfnisse sind flüchtig. Nöte haben tiefe Wurzeln. Vielleicht finde ich deshalb die Anwesenheit dieses speziellen Geistes sowohl tröstlich als auch beunruhigend. Die Aussicht, dass die Wünsche unseres Herzens und unsere tatsächlichen Bedürfnisse differieren oder sogar im Widerstreit sind, ist nur schwer zu erfassen. Aber, also Leute, in keiner Welt ist doch Einern behütere korrektes Deutsch, oder? Ich schreibe mir sowas mittlerweile auf, tatsächlich, weil das in letzter Zeit sehr, sehr, sehr oft vorkommt. Also vielleicht ralle ich hier auch gerade irgendwas nicht, aber es gibt in letzter Zeit wirklich sehr, sehr viele Titel, wo die deutsche Übersetzung, naja, bestenfalls fragwürdig ist. Okay, wir müssen da irgendwie hinten hin, eigentlich. Ah ne, hier ist sie. Aha. Mussten gar nicht so weit, okay. Okay, that did something. So. Jetzt ist der geheime Pfad in der Bibliothek auf, stand da. Gucken wir mal. So, wo fliegen die hin? Ach, da. Musikzimmer. Ha! Erinnerungen an ein Duett. Die neben diesem Instrument zurückgelassenen Notenblätter scheinen ein Duett zu sein und enthalten Anmerkungen einer offensichtlich kundigen Hand. Die Anmerkungen sind begleitet von klaren emotionalen Eindrücken, sorgfältiges Üben mit strengem Auge für Fehler.
Die Erleichterung eigener Errungenschaften, abseits von gut gemeintem Missverständnis und gedankenloser Verehrung. Unaussprechliche Freude im Zentrum anschwellender, perfekter Echos. Am Ende tritt eine geliebte Erinnerung zutage. Ein lächelnder Blick, ein Treffen bei einem Crescendo. Ein geteilter Augenblick gegenseitigen Verständnisses. Alles sehen und ebenso vollständig gesehen werden. Die Eindrücke verblassen. Makellose Kristalle. Währung. Gut. Haben wir noch ein bisschen Zeug bekommen. Why not? Okay. So, we stopped the ritual. And Varric paid the price. Hey, Varric made his choice to go talk with Solus. He knew the risks, we all did. And now Solus is gone. And we're here. Wherever here is. Besides in the Fade. Solus called it the Lighthouse. He did? When? Und er war im Nichts, also, ne, das ist ja eigentlich korrekt. Sorry, it was while I was unconscious. Solus appeared in my dream. Really? I'm glad you're all right. From what I saw, he's trapped in the Fade now. Not here, but some kind of prison. You're sure that wasn't just a dream? It's a reasonable reaction. Solus can speak with people in their dreams. Even kill them. He said our connection wasn't strong enough for him to do that. He could only reach me because I bled at the ritual site when I got banged up. So Solus is using blood magic? Like any normal mage would to play with your mind? But he's not a normal mage, like I told you. He's an elven god. Putting together a nice ritual doesn't make him a god. Das ist keine normale Magie. Nev, I'm a mage, you're a mage. Solus is more than that. That ritual was more than some circle mage could have pulled off. Even more than a Tevinter Magister. Alright, well, we've stopped the ritual and there doesn't seem to be an immediate danger. For now. You're certain Solus can't use blood magic to affect your mind? I'm not certain of anything. But we're not out of danger. What do you mean? Solus had two of the other elven gods imprisoned. When he got trapped, they escaped. So those things we saw come out of the Fade when the ritual went wild, those are... Elganon and Gillinane. Two of the ancient elven gods that Solus rebelled against. Sind schlimmer als Solus, wir werden sie töten, sind stärker als Solus, sind unseretwegen frei. Machen wir sie schlimmer als Solus. Solus warned me about them being evil, which is pretty rich coming from the guy who just tried to tear down the veil. You don't believe him? No, that's the problem. I do believe him. He said they were horrific tyrants. Tyrants so powerful, elven history remembers them as gods. Solus says Elganon and Gillinane drew on the blight for power and became corrupted. That was when he imprisoned them. So instead of one god running around, we have two. And they're not just powerful, they're blighted. We need to get out there and stop them. Just like that. We're down a man without Varric. We can't just rush in. I know you're hurt, Nev. But the rest of us need to do something. I'll be ready to fight when it's time, but we need to investigate, then figure out what we're dealing with. And how many more people will get hurt, get killed, while we spend time investigating? Ja, also sorry. Nev hat recht. Also wir können ja jetzt nicht einfach sagen, ja, wir ziehen jetzt zu dritt gegen die Elfengötter, let's go. Nev hat recht. Ist so. If Elganon and Gillinane are worse than Solus, we can't go in blind. We need to know what they can do and what they want. But we only have Solus's word about all of this. Then let's go investigate for ourselves. We find out what we're dealing with, and then we take our shot.
Fine. The Illuvian led us here instead of back to Minrathous. Let's hope it goes back to the ritual site. Maybe we can find some clues at the scene of the crime. Nev, are you okay to go? It's a headache. I've worked with worse. All right then. Let's get back to the ritual site. The Illuvian has its own special room. It's just down the stairs. Down the stairs we go. Let's go. Warte mal, kann man Varric nochmal ansprechen? Das will ich nochmal kurz gucken. Ob wir dem Bescheid sagen können. Nein, er schläft. Gute Nacht. Möge er sich gut erholen, der Varric. Der Illuvian des Schreckenswolfs. Die meisten von uns sind bisher nur den Vorstellungen jener, die sich selbst als unsere Götter bezeichnen, entsprechend durch die Illuvian gereist. Wir kennen sie als Spiegel, die immer von einem zum anderen führen und unabhängig von der Entfernung zwischen ihnen paarweise verbunden sind. Solos ist den sogenannten Göttern einen Schritt voraus. Würden wir normale Illuvian benutzen, könnten sie uns zu unserem Versteck folgen. Solos hat Junes Werk jedoch verbessert und einen Spiegel erschaffen, dessen singender Stein seine Melodie verändern kann, sodass er nicht nur zu einem verbundenen Gegenstück führt, sondern auch zu jedem anderen Illuvian. Wir können somit ohne Angst vor Verfolgung überall hinreisen, wo uns diese Rebellion braucht. Die Reise durch ihn sind ebenso sicher wie bei einem normalen Illuvian. Solltet ihr aber noch Zweifel haben, werde ich euch gerne anleiten. Fragt einfach nach dem langsamen Verlasser. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Codex-Einträge und so weiter einfach rumliegen. Also einfach auf dem Boden liegen die rum. So, ne, das ist... Es ist einfach weniger Sorgfalt, wo man sie findet. Und klar, du kannst das jetzt alles erklären mit, ja, es ist halt das Fate und es ist der Leuchtturm und so weiter. Da ist halt alles nicht so ganz normal. Gucken wir mal, wie es im weiteren Spielverlauf ist. Aber ja, das fällt mir auf jeden Fall auf, dass so einfach so, ja, hier liegt ein Codex-Eintrag auf dem Boden, da liegt ein Codex-Eintrag auf dem Boden. Das ist so ein bisschen, ja, könnte man geschickter lösen, sagen wir es mal so. So, Gruppe versammeln. For all we know, there's a dozen demons waiting on the other side of that Illuvian. If it even takes us back to Arlefin. Nev, you sure you're up for this? Don't worry about me. Shall we? Yes, Let's yes. do this. Alapanwald. It's quiet. Well, isn't that a surprise? There's the ritual site. Also Nev gefällt mir bisher schon mal ganz gut. But if the gods really did get out, they're not here anymore. Vom ersten Eindruck her. Right, let's take a look around and see if we can find it. Nicht mehr ruhig. Hat sich entruhigt, die Situation. Shut it down! I'm trying! It's not working! I can't contain it!
Strife? Irlin? It's me, Lace Harding. Harding? What are you doing back in Arlethan? It's complicated. I can see that. Rook, Nev, this is Strife and Irlin. Varric and I met them when we first started hunting down Solus. They're veil jumpers, experts in ancient elven magic. Hardly experts. I should have been able to shut that artifact down. I'm sorry, Tarith. It's not your fault. Since the sky ripped open, the magic's been surging. Bunch of artifacts that had been dormant for centuries started coming alive. This is because of Finn Harel's... Solus's ritual, isn't it? You all were supposed to stop him. Irgendwie schon. We did stop him. The sky's not pulling itself apart anymore, is it? But It didn't go as cleanly as we hoped. Solus got pulled into the Fade and 2 somethings got pulled out. Or someones, I mean. 2 of the evil elven gods, Elganon and Gillinane. Mathalanast. the elven gods of old, the Evanuris. If they truly have returned, Then things just got a whole lot worse. Was wisst ihr über diese Götter? Anything you can tell us about these gods? Solus might be a bastard, but compared to the Evanuris, let's just say they weren't known for being kind rulers. there's a reason Solus led a rebellion against the Evanuris, and a reason he imprisoned them. But now they've escaped. Tareth is in bad shape. We need to get him back to the camp. We've still got dozens of veil jumpers unaccounted for. How can we help? We need to find Belara Lute. She's the best there is at working with our ancient artifacts. And also at blowing them up. She was Ja, off gut. looking for another artifact. Da before alle this versuchen, ritual Sachen should mit end Kaputtmachen zu lösen, passt If ja gut anyone rein. can get a handle on all this wild magic and the artifacts it's setting off, it'll be her. Right. You get your friend back to your camp and... we'll find Belara. Helft den Springer. Nev, I need you to stay with Strife and Eolin, alright? I'm fine. You're the best detective in Minrathous. You can help the Veil Jumpers here. If trouble shows up, they could use your skills. Fair enough. We'll meet you back at the Veil Jumper camp. It's just south of here. Belara's out near some elven ruins to the west. At least she was 3 days ago. I'd start your search there. Good luck, Rook. And thank you. Ja, bitte, bitte. Kein Thema. Alathanwald, Elfenruinen. Is it me, or is there something strange about this fog? It all feels a little off. Like everything shifted a little bit. Okay, das mit nach oben drücken fürs Tagebuch hat schon mal nicht funktioniert. Okay, er zeigt mal an, wo ich hin muss. Sehr gut. Is that suit of armor moving? Nice, Rook. Gotcha. Oh, people. Where'd you come from? Belara? Belara Luther. Strife and Eolin sent us to find you. Who are you, exactly? Call me Rook. Lace Harding. Warum macht man aus Lace denn Borte? Ich verstehe sowas nicht.
Wieso ändert man Namen? Ich verstehe das nicht. Ja. Das ist so weird. Lass sie doch einfach Lace heißen. Warum muss sie denn jetzt Borte sein? Ja, na gut, egal. Our call is to wait a full week before they send anyone out to look for me. I've only been gone 3 days. Well, the situation's changed. For the worse, unfortunately. The elven gods, Elganon and Gillinane, have escaped Fen'Harel's prison. And it seems like they want to destroy the world. Oh, yes, that is very much for the worse. Okay, wait. I need a second. Die habt ihr aber nicht. Like I said, end of the world. You can mull over later. It does sort of explain a few things, though. Like what? The surge of raw magic in the area. These artifacts started waking up a while ago, but in fits and starts. One here, a couple there. Then, a couple of days ago, the sky split open. And now, raw magic. Thick as fog. Only a god, or gods, could have done that. There's something kind of exciting about it. And dangerous. Really dangerous. Dangerous enough that I was gonna head back to the Veil Jumper camp, but... But what? See that shimmer? That's a veil bubble. It's separating us from the rest of the real world, so to speak. You can only pass through it one way. Once you're in, you can't get out. Wir bahnen uns einen Weg raus. We don't have time for this. Let's just force our way out. Oh, I wouldn't do that. I don't know what contacting that much raw magic would do to you. But there's another way. A bubble like that? There has to be something at the center that's generating it. Something powerful. If we can find it and remove it safely, I mean, the bubble itself should collapse. And then we're back in reality? I really, really hope so. Well then, let's get going. Können wir eigentlich unsere Begleiter auch leveln? Nee, ne? Gerade zumindest noch nicht. Okay. I've been trying to get to the artifact at the center of the bubble, but these magical constructs keep getting in the way. We've handled our share of demons. A few dozen more shouldn't be a problem. Spirits, not demons. They're animating those suits of armor. The armor's attuned to the artifact, to protect it from threats. Threats like us, I'm guessing. So, ich glaube, da unten müssen wir lang. Von daher natürlich erstmal alles andere angucken. Also ich finde, die Kisten wirken, das wirkt sehr wie so ein Überbleibsel aus den Zeiten, wo es ein Games as a Service Game sein soll. Und dieses Blub, wie sie einfach aufspringen, das wirkt sehr weird. Ah ne, wir müssen nach da oben. Dann gucken wir erstmal hier unten noch. Ob hier noch irgendwas ist. Is that water just swirling into the air? We call that kind the whirlpool. The anomaly, I mean. Never seen one this size, though. Okay, hier geht's auch hoch. Gegenstände können an Geschäfte verkauft werden und die Stärke der Verbündeten erhöhen. Okay. Gibt's hier noch was? Da ist noch eine Kiste auf jeden Fall. Okay. Kommen wir da ran? Ja, kommen wir. Sehr gut. Alles mitnehmen.
Eine kaum lesbare Notiz. Das Konstrukt hat mir ein Bein gebrochen. Veradan hat eine Klinge in den Bauch erhalten. Wir können sie über uns auf der Brücke hören. Sobald sie weg sind, versuchen wir zu entkommen. Sie können ja nicht ewig auf uns warten, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Nuckfleisch. Das ist lila. Okay, wir hätten auch da vorne runterspringen können. Egal. Gut, dann einmal hoch. So, das machen wir jetzt hier noch schnell eben, würde ich sagen. Und dann ist Schluss für heute. Und so richtig reinstarten tun wir dann ab morgen. Trüffel. Sehr gut. Ein guter Trüffel. So, hier wäre der andere Weg gewesen. So, jetzt kommen die Konstrukte. Gefährtenfähigkeiten. Wähle mit R1 eine Gefährtenfähigkeit. Alle Gefährten haben eine Spezialfähigkeit. Okay. Let's see. Ja, das Umvisieren klappt schon mal nicht so flüssig, wie ich mir das vorstelle. So. Harding, Linderungstrank, heilt und Adrenalinstoß, gewährt erhöhter Schaden. Sie hat auch Genesung und Nichtsbolzen. Für die Situation bei ausgelaugt. Okay. Machen wir erstmal Adrenalinstoß und Nichtsbolzen. Ausgelaugt. So, Erinnerungstrank heilt nicht, ja? Okay. Okay, alles klar. Level up. So, okay, dann gucken wir mal, was haben wir hier eigentlich? FS Elementarkräfte des Sturms. Ja, das klingt doch gut. So, wir wollen ultimativ ja nach da, ne? So, was haben wir denn hier? Schaden durch aufgeladene Angriffe 10%. Maximales Mana plus 50. Oh, das nehmen wir erstmal mit, würde ich sagen. Das nehmen wir auf jeden Fall erstmal mit. Okay. Ah, wir können gedrückt halten. Verstehe. Also mehr Mana ist auf jeden Fall schon mal gut. Das sollten wir nutzen. So what is this artifact we're looking for, exactly? I have a couple of theories, but nothing definite. We might find some clues in the ruins, though. Eine dicke Kiste. I don't usually see elven ruins that haven't been picked over. No. Flinke Lederrüstung des Springers. Leichte Rüstung. Macht mehr Verteidigung, mehr Schaden. Und kann offenbar noch freischalten. Maximales Mana und 15% Mana-Aufbau. Na dann. Nehmen wir. Not many people come this far into Arlathan. Just veil jumpers mostly. And people trying to save the world, apparently. Okay, aber das finde ich sehr cool, dass man neue Beute auf Knopfdruck direkt vergleichbar. Das finde ich cool. Sowas mag ich immer. Das erspart einfach sinnloses Menügeklicke. Wenn man das aufsammelt, sieht sofort, aha, das macht das, ist besser, ist schlechter, weiter geht's. Finde ich immer sehr cool. So, aber dann würde ich sagen,
wir machen hier Schluss für heute, weil es nutzt ja auch nichts, wenn ich morgen total übermüdet hier einfach sitze. Ja, also erster Eindruck ist durchaus positiv, muss ich sagen. Kampfsystem macht Spaß, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig für mich, gerade noch als Magier, dass natürlich alles nicht so schnell geht wie mit einem Rogue wahrscheinlich oder so. Nev gefällt mir als neuer Charakter bisher sehr gut. Harding mochte man ja sowieso schon aus dem Vorgängerteil. Ja, Story, Aufbau, Auftakt finde ich spannend. Ich finde es halt schade, dass Solus offenbar so zur Seite geschoben wird, aber gucken wir mal, wie sich das noch entwickelt. Also ja, ich muss sagen, nach den ersten, naja, sagen wir mal 2 Stunden im Game, die erste Stunde war ja Charaktereditor, bin ich durchaus positiv gestimmt und freue mich hier morgen weiterzumachen. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Grauton und ciao.